Warum hat die Entwicklung eines Produktes, sei es eine Ware oder eine Dienstleistung, in erster Linie immer mit der Verhaltenspsychologie des Menschen zu tun? Und wie lässt sich diese für Marketing und Sales nutzen, um so den Absatz richtig anzukurbeln? Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um das Thema Produktfindung und dessen Entwicklung. Wenn ihr euch als Unternehmer selbstständig machen möchtet, braucht ihr eine Ware oder eine Dienstleistung, die ihr zu eurem Produkt machen könnt. Denn nur mit einem Produkt seid ihr in der Lage, Handel zu treiben und eine Zielgruppe dafür zu finden. Das Allerwichtigste dabei gleich zuerst. Ab diesem Zeitpunkt muss man schon Sale, also Verkaufs- und Vertriebsstrategien sowie die gesamte Thematik Marketing in die Produktfindung mit einbeziehen. Dabei ist es enorm vom Vorteil, wenn ihr jetzt schon wisst, wie ihr euer Produkt positionieren wollt, also das Versprechen hinter eurem Produkt kennt bzw. es kreiert, wodurch man dann als Kunde in der Lage ist, wenn man es anwendet, bzw. welchen Mehrwert so für den Kunden entsteht, etc. etc. Wenn ihr hier mehr Informationen benötigt, welcher Zweck hinter dem richtigen Marketing steht, dann seht euch auch unser Video zu genau diesem Thema an, wo zum Beispiel der bedeutende Unterschied zwischen einem Artikel, einer Ware und einem Produkt erklärt wird. Zum Beispiel der Mehrwert für den Kunden. Umso höher und vor allem einzigartiger dieser ist, umso leichter tut sich die Sales-Abteilung, euer Produkt zu vertreiben, und es lassen sich leichter Kooperationspartner und Zielgruppenbesitzer finden, die es dann für euch weiter vertreiben. Also, welche Grundkriterien sind es bei der Produktentwicklung, die wichtig sind, und wie müssen sie auf den Kunden zugeschnitten sein? Dabei nehmen wir uns, wie schon vorhin erwähnt, die Verhaltenspsychologie des Menschen zu Hilfe. Hier muss man verstehen, dass das Verhalten des Menschen nicht willkürlich ist, sondern durch die Hunderttausende von Jahren unserer Entstehungsgeschichte entstanden ist und vor allem durch die Erfahrungen, die wir als Menschen dabei im Laufe dieser Zeit gemacht haben. Für die Produktfindung und die Entwicklung gibt es 4 wesentliche und entscheidende Kategorien. Kategorie Nummer 1, die unmittelbaren Grundbedürfnisse, sprich solche, die der Mensch jeden Tag bedienen muss und von denen seine unmittelbare Existenz abhängen. Das wären Essen, Trinken, Schlafen, auf die Toilette gehen und Sex. Zwar ist Letzteres nicht unmittelbar jeden Tag nötig, aber es beansprucht ein Fünftel aller Webseiten weltweit. Und das wird wohl seinen Grund haben, zumal der Fortpflanzungstrieb vom menschlichen Stellenwert mit dem stärksten Trieb bzw. Grundbedürfnis einhergeht, nämlich unseren Selbsterhaltungstrieb. Kategorie 2, das sind die mittelbaren Grundbedürfnisse, sprich die Sicherheit, Zuneigung, Liebe und Freundschaft, Kommunikation und Information, Weiterbildung, Gesundheit und Wohlergehen, Mobilität sowie der Schutz im Allgemeinen. Kategorie Nummer 3, die erweiterten Bedürfnisse. Das wären dann Stolz, Status, Erfolg, Bestätigung und Anerkennung sowie Glück und Hoffnung. Kategorie 4 sind die zu vermeidenden Kategorien. Ja, das ist jegliche Art der Zurückweisung, Angst, Diskriminierung, politische Inkorrektness und Religionen. Damit solltet ihr euer Produkt niemals in Verbindung bringen. Nach welchen Richtlinien geht man nun aber vor, wenn man mit seinem Produkt eine der ersten Kategorien bedienen will? Erstens, welches der zuvor genannten Grundbedürfnisse stillt also euer Produkt, sprich Ware oder Dienstleistung? Zweitens, was ist der eindeutige Mehrwert des Produktes für euren Kunden? Drittens, wie gestaltet sich das Anwenden und die Handhabung? Viertens, wie lässt sich das Produkt in einem Satz beschreiben? Fünftens, wodurch ist der Kunde in der Anwendung eures Produktes in der Lage? Sechstens, ein Produktmerkmal muss sein, dass es die Erwartungen eurer Kunden übertreffen und nicht nur erfüllen. Siebtens, warum sich Preis-Leistung für den Kunden immer rechnen. Achtens, Unique Selling Point, kurz USB, die Differenzierung zu ähnlich bestehenden Produkten. Dabei sollte man sich folgende Frage stellen: Ist es das erste am Markt oder das Beste oder vielleicht das Exklusivste? Ihr müsst euch im Klaren sein, dass ihr euer Produkt niemals, aber absolut niemals über den Preisnachlass verkauft. Aber zu diesem Punkt gibt es mehr in unserem Video von Sales. Neuntens, wie kann sich der Kunde bzw. ein Zielgruppenbesitzer mit dem Produkt identifizieren? Sprich, wie kann er es für euch vermarkten? Und zehntens, wie kann euer Produkt eine emotionale Verbindung zu eurem Kunden herstellen? Also ihr seht, wenn ihr anhand dieser Punkte euer Produkt, sprich eure Ware bzw. eure Dienstleistung entwickelt und definiert, so werdet ihr nicht nur die Arbeit von Marketing und Sales wesentlich vereinfachen, sondern auch enorme Kosten sparen, und das schon von Anfang an.
Ihr werdet von Beginn an auch eine große Menge eures Produktes absetzen können. Was aber, wenn ihr euer Produkt bereits entwickelt habt und es sich nicht so verkaufen lässt, wie ihr es gedacht habt? Nun, die gute Nachricht zuerst, das bedeutet noch lange nicht, dass dies so bleiben wird. Die schlechte Nachricht für euch, ihr müsst euer Produkt unbedingt neu positionieren. Prinzipiell gilt bei der Produkteinführung bzw. bei der Neupositionierung folgende Formel. Im ersten Jahr wird ein Produkt in den Markt rein positioniert und integriert. Im zweiten Jahr wird das Produkt am Markt etabliert. Im dritten Jahr wird der Markt durch das Produkt dann dominiert. Ich selbst habe diese Formel verfasst und mit der Neueröffnung meines Hotels in Kaiserslautern auch vorgeführt. Im ersten Jahr hatten wir 60% Auslastung auf das gesamte Jahr gesehen. Im zweiten Jahr waren wir bei 75% und in unserem dritten Jahr erreichten wir die 80% Auslastung aufs ganze Jahr. Wie ich das im Detail errechnet und dann auch umgesetzt habe, erfährt ihr in meinem kostenlosen Hörbuch, das ihr auf unserer Homepage downloaden könnt. Natürlich ist es nur ein Teil davon, wie man absolut erfolgreich mit seinem Produkt an den Start geht. Aber wenn ihr mehr oder sogar alles darüber wissen wollt, dann kommt auf unacon.de und seht euch auf unserer Homepage um. Viel Spaß dabei und bis zu unserem nächsten Video und nicht vergessen, bestimmt das Schicksal eures Produktes selbst. Euer Bernhard Reiter.